Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Schön, dass ihr heute wieder vorbeischaut und ich möchte mit euch über diesen Elefanten im Raum sprechen, über dies und das, was hier angekommen ist für die Knit My UFO Verlosung, über neue Bücher und einige neue Garne. Viel Spaß dabei! Ja, ich werde heute versuchen, hier durch die Folge etwas schneller durchzurauschen, da meine Stimme etwas angeschlagen ist und ich befürchte, die macht es sonst bis zum Ende nicht mehr mit. Also verzeiht mir, wenn ich mich nicht wie gewohnt vielleicht an manchen Stellen länger aufhalte, sondern mich heute versuche, etwas kürzer zu halten. Aber ich denke, da es so viel hier zu zeigen gibt, wird es gar nicht so auffallen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und fangen wir doch gleich mal an mit dem, was ich trage. Das ist ein Teststrick gewesen, den ich letztes Jahr in 2025 für Suvi Knits gemacht habe. Das ist der Biscuit Sweater. Den habe ich aus der Holst Coast in einem Gelbton. Ich weiß jetzt gar nicht den Ton. Steht bei mir auf Ravelry. Und aus der, ich kann ja mal reinschauen, und aus der Alpha-Wool Baby Brushed von Hansa Farm. Das ist ein Brushed Alpaka Flausch gewesen, ungefärbt. Die beiden habe ich miteinander verstrickt. Und an dem Sweater seht ihr dann diesen zitronengelben Ton, der dabei entstanden ist. Und der zeichnet sich auch schön durch diese Muster aus, die an den Ärmeln bis oben hin fortgeführt werden. Ansonsten ist der Pullover ein Raglan-Schnitt mit verkürzten Reihen im Nacken und hat dann als Abschluss so einen I-Cord-Rand. Den habe ich tatsächlich nur in der Holst Coast in dem Gelb gewählt, weil ich einfach wollte, dass das hier einen Kontrast gibt. Der Pullover wohnt eigentlich bei meiner kleinen Nichte. Den habe ich mir jetzt mal stibitzt, weil ich dachte, dieses Gelb passt wieder zum Frühlingsthema. Und außerdem ist ja Gelb so wie letztes Jahr. Da hieß es Bananengelb. Dieses Jahr ist es ein Buttergelb. Das sind Nuancen, die dann einfach ein bisschen variieren. Aber auf jeden Fall ist Gelb ein Thema. Und zum Sommer und Herbst hin wird das Ganze sogar noch etwas kräftiger. Das heißt also, wenn ihr euch an die Gelbtöne bisher nicht dran getraut habt, jetzt ist die Zeit, jetzt findet ihr verschiedene Nuancen und könnt hier und da euch ja, mit einem Accessoire oder mit einem Top oder einem Frühlingspullover mal herantasten, ob diese Farbe was für euch ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Suvi Knits findet ihr auf Ravelry, ist eine bekannte Designerin. Von ihr habe ich auch den Simple Striped schon gestrickt. Sie hat so einen ähnlichen wie Andrea Murray, oder Andrea Murray hat ihn, glaube ich, sogar nach ihr erst herausgebracht. Und den habe ich gestrickt aus lauter Minis. Also wer mir schon länger folgt, hat den auch schon gesehen. Ich mag ihre Designs. Die haben immer so ein bisschen was Verspieltes. Der Sitz ist gut. Mein Pullover, wie gesagt, findet ihr bei mir auf Ravelry. Diesen Gelbton mag ich auch. Unabhängig von dem Trend aktuell habe ich einige, ja, Kleidungsstücke mir ebenfalls in dieser Farbe gekauft, weil ich Jahre dachte, Gelb ist nicht meine Farbe, bis ich dann auf gutes Zureden meines Mannes hin das doch dann mit der Farbe versucht habe und gemerkt habe, dass es ja einfach nur auf den Farbton und auf die, ja, Wärme des Farbtons ankommt, ob er mir steht oder nicht. Ich bin ein Herbsttyp, mir stehen warme Farben, warme Farbtöne. Und wenn es denn nicht zu kalt der Farbton ist, dann passt es schon. Wenn es doch ins etwas kältere geht, ja, dann wird halt eben was um den Hals gewickelt, irgendein Seidenschal oder ein Schal. Dann ist es nicht mehr ganz so, ja, ganz so krass zum hellen Hautton, den ich eben habe. So, genug davon. Wolle ist auf jeden Fall super. Ich liebe Holz, die Qualitäten von Holz und die Hansa Farm Alpaka findet ihr auch im Internet. Habe ich letztes Jahr auf der H&H die Firma kennengelernt. Finde ich die Qualität super. Das Einzige, was die letztes Jahr
hatten oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, die verkaufen ihre Wolle in bestimmten Päckchen, also von 4 Knäueln, 6 Knäueln. Die verkaufen die nicht einzeln aus, ja, Kostengründen des Verpackens oder des Schickens wegen. Ich kann es euch nicht erklären. Müsst ihr mal bei denen auf der Seite schauen. Auf jeden Fall ist die Wolle, also zumindest der Flausch, empfehlenswert. So, genug davon. Was möchte ich als nächstes zeigen? Ich möchte als nächstes über den Elefanten im Raum sprechen und dann nehme ich jetzt hier dieses Teilchen mal von der Puppe. Ja, reden wir doch über dieses erste Finished Object und zwar meinen Spring Break Cardi in der Farbe Blau. Also blau-grau eigentlich genauer genommen, gestrickt aus der neuen Qualität, wie heißt es jetzt wieder, Kit Cotton von Kremke. Ich habe diesen Cardigan mit grün gestartet, mit einem hellblau verstrickt in ein hellgrau und dann mit einem weiß unten beendet. Und das Garn wurde mir von Kremke zur Verfügung gestellt zum Testen. So, das war die Meadow Green in der Farbnummer 15. Das ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Alles andere ist verstrickt. Wir hätten hier das Light Gray. Das ist die Farbnummer 27. Dann Light Blue in Farbnummer 21. Die Wool White in Farbnummer 1. Was ist der Unterschied zum sonstigen Mohair, was es sowieso schon auf dem Markt gibt? Wie der Name schon sagt, ist das hier mit Baumwoll statt mit Seide gemischt. Korrekterweise ist das 65% RMS-zertifiziertes Mohair. Darauf legt ja Soulwool auch immer Wert, dass auf die Zertifikate und auf Tierwohl und so weiter und so weiter. Und in diesem Sinne haben sie deswegen auch die Seide in diesem Garn Baumwolle, und zwar mit organischer Baumwolle ersetzt, damit man den ethischen Aspekt, den man, also diesen Konflikt, den man hat mit den Seidenraupen, was passiert mit den Seidenraupen, nicht hat. Also wer das als Grund hatte, warum er Mohair nicht verstricken wollte, hat jetzt hier eine Alternative dazu. Auch wenn andere Firmen und auch große Firmen damit immer gerne werben, dass sie cruelty-free, also ethisch korrekte Seidengarne verkaufen und vertreiben, dann kann ich euch oder muss ich euch leider hier den Zahn ziehen, denn das ist so nicht korrekt. Nur weil eine Raupe schlüpfen kann, bedeutet es nicht, dass sie danach überlebt und sich als Schmetterling davonfliegt oder halt eben ein Raupenleben oder ein Schmetterlingsleben, Mottenleben weiterführen kann. Das ist nämlich nicht der Fall. Also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, um halt eben nicht ja, später von irgendwelchen Anwälten angeschrieben zu werden, aber ihr könnt euch nochmal. Aber ihr könnt ein ausführliches Video bei Marie von Mabel Knitting dazu sehen. Wenn ich dran denke, werde ich es auf jeden Fall unten verlinken oder halt eben oben als i. Da hat sie sich einmal letztes Jahr ausführlich mit dem Thema Seide befasst und uns auch wirklich super aufgeklärt und erklärt, warum dieser Zusatz mit den Firmen werben, also von wegen grausamfreie Seide, die sie vertreiben, das stimmt nicht. Geht so nicht, ist halt nur eine andere Methode. Bei der einen werden die Raupen verkocht, also sprich in heiß Wasser, und bei der anderen Methode dürfen sie zwar schlüpfen, sind aber genauso nicht überlebensfähig und werden dann auch entsorgt. Hier in diesem Fall habt ihr also keine Seidenraupen, hier in diesem Fall habt ihr organische Baumwolle. Zu Material, es ist super, es ist wirklich super flauschig, super, ich sage das immer bei Mohair, aber es gibt ja verschiedene Stufen, habe ich ja schon mal gesagt. Es gibt auch die Super Kit und die Kit Mohair und Mohair. Das sind ja auch nochmal 3 Stufen. Super Kit ist das weichste und das würde ich auf jeden Fall in diese Kategorie mit hinein
bestellen wollen. Ich schaue nur gerade mal drauf, ob sie das auch als Super Kit Mohair bezeichnet haben. Sehe ich jetzt nicht. Es fühlt sich trotzdem super weich an. Also ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall dem sehr nahe. Natürlich kann ich nur von mir reden. Ich bin nicht empfindlich auf Mohair wie viele andere, aber das ist auf jeden Fall eins, was ich auch empfindlichen Menschen empfehlen würde. Sowieso solltet ihr nie gleich mit einem Halstuch anfangen, sondern vielleicht lieber mit einer Strickjacke und dann mal schauen, ob ihr das ertragt oder nicht. Also tolles Material. Wie gesagt, hier gestrickt, mein Spring Break Cardi. Ich zeige euch ein Tragevideo in einer anderen Folge. Ich muss den noch ja, waschen und blocken. Das habe ich noch nicht gemacht. Dann kann ich euch nämlich auch erzählen, ob sich die Baumwolle durchs Waschen irgendwie verändert hat, also ob es den Schnitt dieses Cardigans verändert hat. Wie viel habe ich verstrickt? Ich habe Größe 2 gestrickt, wie auch mein Vorgängermodell. Das hattet ihr auch in einem anderen Video mit den orange- und rotfarbenen Tönen und Brauntönen. Ich habe hier verwendet, insgesamt hatte ich 4 mal blau, 3 Silber sind 7, einmal weiß und einmal grün, also 9 Knäuel. Davon ist beim Grün ja gut 2/3 übrig. Ich habe ja nicht viel gebraucht hier im Halsbündchen, habe das auch extra nur im Halsbündchen gehalten, um so ein bisschen den Farbakzent zu haben, weil ich, wie gesagt, kühle Töne weniger an mir gut finde, sie aber gerne tragen würde und dann halt eben mit dem Grün das ein bisschen aufbrechen wollte. Ja, super luftig, super leicht, keine Knöpfe. Ich werde bei dem hier auch keine Knöpfe machen. Ich habe so eine Schließe, so eine Nadel, die ich vorne reinmachen kann. Ich kann mir auch einen kleinen Haken vorstellen, einfach links und rechts anzunähen und das einfach vorne zusammenzuhaken. Aber es soll ja ein Frühsommerjäckchen sein. Ich habe auch in der Farbe ein Kleid und auch eine Bluse, tatsächlich in diesen zwei Farbtönen. Also ich will die Strickjacke hier gar nicht verschließen, das war schon so gedacht. Dann zeige ich euch, wie gesagt, in der nächsten Folge, wie es denn gewaschen und geblockt aussieht. Auf jeden Fall bin ich begeistert. Ich habe das gestrickt in 6, 7, 8 Tagen. Genau habe ich es bei Ravelry nicht eintragen können, weil ich vergessen habe, gleich an Tag 1 einzutragen. Aber es ging ratzfatz mit 6 Millimeter Nadeln. Und ja, Anleitung, Kaufanleitung findet ihr bei mir auf Ravelry. Und ich habe die Ursprungsversion ja aus der Big Mohair gestrickt. Und das ist halt dreifach gehaltener Flausch. Und ansonsten habe ich mich an die Anleitung gehalten, habe aber an die Originalanleitung das als Rezept unten nochmal angehängt, wie genau ich denn hier nochmal vorgegangen bin, beziehungsweise welche Änderung ich hier gemacht habe, denn eine gibt's. Und zwar habe ich hier unter den Achseln nochmal die zugenommenen Maschen, also die man dann praktisch beim Körperschließen zunimmt, in rechts-links gestrickt und habe das Ganze auch hier am Ärmel nochmal weitergeführt, um dem Cardigan die Weite zu nehmen, den er ja ursprünglich hat mit der Big Mohair. Ja, die Raglanmaschen sind links gestrickt, verkürzte Reihen im Nacken. Das Halsbündchen ist doppelt gehalten und wird zusammengestrickt, bevor es weitergeht. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, super luftig leicht, etwas mehr wie 200 Gramm wiegt hier in meiner Größe 2 der Cardigan und ich freue mich auf den und bis zum nächsten Mal. Da könnt ihr den dann angezogen sehen und ich hoffe, oder beziehungsweise mein Plan ist, den dann auf der H&H zu tragen. Ja, und ich habe vergessen zu sagen, zu Anfang, wie gewohnt, das ist eine Dauerwerbesendung. Also ich zeige hier natürlich Produkte in die Kamera und erwähne auch deren Namen. Manches ist kostenfrei, manches nicht, das sage ich dazu. Ja, ich würde hier nichts zeigen, wovon ich nicht begeistert bin, beziehungsweise überzeugt bin, beziehungsweise wenn es denn nicht der Fall ist, dass mich was begeistert, dann sage ich es dazu. Ob es den Firmen nun gefällt oder nicht, das gehört dazu, finde ich. Und ja, ich habe damit kein Problem. Ich betone nochmal, das
Strickjournal von Leine war nicht gut, aber das Spaß beiseite. Sowas kommt vor. Man kann nicht in allem gut sein und mal darf auch was weniger gut sein. Außerdem ist es Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Das ist nicht so schlimm. So, zurück zu, was zeige ich als nächstes? Was ist Werbung? Ich zeige euch hier das gestrickte Panel. Das ist eine Anleitung, die ich gerade versuche zu erarbeiten. Und zwar aus der Linen Bloom von Pasquali. Da habe ich einen Strang von Pasquali zugesendet bekommen zum Testen, zusammen mit der Arctic Pearl in einem Pistaziengrün. Und ich habe dann eine Maschenprobe gemacht und wollte wissen, wie sich das Leinen denn verstrickt verhält. Das war meine Maschenprobe mit 3,5 Millimeter Nadeln. Die Maschenprobe sieht etwas verknittert aus und das mit Absicht. Wenn ihr Leinen wascht und spannt, dann ist das erste haptische Gefühl, Leinen ist ja ein trockenes Garn, dass es sich etwas rau und ja, eben etwas rau anfühlt. Leinen ist ja ein Pflanzengarn und wenn ihr das dann aber nehmt und mehrmals knetet und dann wieder gerade streicht, dann brechen diese Leinenfasern auf und das gestrickte Leinen wird viel weicher. Und das habe ich halt hier getestet, wie es sich denn verhält, wenn es eben wie beim Tragen halt eben knittert und dann halt immer, wie soll ich sagen, es geht ja nicht nur um die Falten, also wie es sich so verhält, sondern ob es dadurch weicher wird. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass es Tipps gibt, man soll Leinen, ich weiß nicht wie viele Stunden im Wasser lassen und dann über Nacht liegen lassen und dann wird es, was weiß ich, wie weich und so weiter und so weiter. Diese Erfahrung kann ich nicht teilen, zumal die Familie meines Mannes, also ich habe meinen Schwiegervater gefragt, die haben sich mit vielen verschiedenen Fasern früher beschäftigt, beziehungsweise die auch produziert und weitervertrieben. Seidengarn gehörte auch dazu. Deswegen weiß ich auch, wie das mit den Raupen also produziert wird. Aber auch Leinen wurde angebaut und verarbeitet. Und von meinem Schwiegervater habe ich genau das gehört. Also er hat gesagt, äh, dass er nicht der Meinung ist, dass wenn man Leinen über Nacht im Wasser liegen lässt, dass es sehr viel verändert, weil es ist ja nur Wasser und wenn das Leinengarn trocken ist, dann ja, ist es ja wieder weg. Aber wenn die Leinenfaser gebrochen wird, dann, dann hat die nicht mehr diese starre Haptik und wird viel weicher und viel flexibler. Außerdem kommt es ja nochmal auf die Faserdicke drauf an. Und hier muss ich sagen, hat Pasquali einen tollen Job gemacht, beziehungsweise dort, wo sie halt eben ihr Garn produzieren lassen. Das Garn ist, ja, das ist so ein Kettgarn, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist für mich dieses Leinengarn also wirklich eine tolle Qualität. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte ein Sommershirt draus stricken und habe eben begonnen mit diesem Rückenpanel. Es ist unheimlich weit, das sind aber schon theoretisch die Ärmel dran. Ich muss jetzt weiter stricken mit dem Vorderteil, um mal zu sehen, wie ich eben das weiter gestalten möchte. Aber ich habe dann die Arctic Pearl, na jetzt hänge ich fest, die Arctic Pearl hier in so einem Sternchenmuster mit hinein verarbeitet und fand das eigentlich ganz süß. Ja, ich fand, dass das Sternchenmuster in diesen zwei Streifen ausreichend ist und fange jetzt, wie gesagt, mit dem Vorderteil an und dann schaue ich mal, wie ich denn den Körper weiter verlaufen lasse und möchte dem Leinengarn auch seine Show nicht stehlen. Heißt also, dieses Shirt soll so wenig Konstruktion wie möglich haben, um einfach dieses luftig leichte zu unterstreichen. Aber auch, wie ihr seht, Leinengarn kann ja nicht oder
ist von seiner Natur aus kein Garn, was regelmäßiges, na, jetzt habe ich Fussel, was ein regelmäßiges, schönes Maschenbild bildet. Das heißt also, das hat immer so eine Unregelmäßigkeit. Und um durch Konstruktionen und Zu- und Abnahmen, die dann im Strickstück stattfinden würden, das nicht noch zu unterstreichen und hervorzuheben, werde ich die also minimieren und versuchen, dieses Shirt so einfach wie möglich zu halten und einfach diese Leichtigkeit des Garns nicht irgendwie durch eine Konstruktion zu ähm, negativ zu beeinflussen. Das wollte ich sagen. Was ich schön finde, die Farben passen gut zusammen. Also das Blau von dem Mohair von Kremke und auch dieses Blau ist schön zusammen. Also eine Nuance heller ist dieses Leinengarn. Die Färbungen von dem Linnenblumen sind alles natürliche Farben. Da hat Paul von Pasquali auf YouTube ein Video, das verlinke ich euch auch unten, und erklärt ganz genau, wer diese Farben entwickelt hat für Pasquali und welche Farbtöne da jetzt immer mehr dazukommen. Finde ich ganz toll. Also keine Chemie in der Farbe und ja, was will man mehr? Und dass es auch dieses Blau gibt, ist auch ungewöhnlich. Ich meine, Blau ist keine einfache Farbe in der Naturfärbung, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, Pasquali möchte ich auf jeden Fall auf der H&H treffen, habe das vor und freue mich da mal zu schauen, was es da für weitere Farben und Garne noch gibt. War ich letztes Jahr schon, da war ich aber nur ganz kurz. Da war viel los. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit habe, mich an dem Stand aufhalten zu können und auch tiefer mich mit den Garnen dort zu beschäftigen. Linnenblumen ist spannend. Ich habe ja gesagt, einen Strang habe ich zugesendet bekommen. Reicht mir natürlich nicht fürs Shirt. Ihr habt hier, also gestrickt wird es mit 3,5 mm. Der Strang selber hat 50 Gramm und 250 Meter. Und ich habe mir ausgerechnet, ich brauche insgesamt auf jeden Fall 3. Und diese Farbe ist so beliebt, dass die schon ausverkauft war in ganz vielen Shops. Gefunden habe ich sie aber dann doch noch bei der Mercerie. Also wenn ihr sie nicht kennt, hat ebenfalls auf YouTube immer gerne mal Videos. Und dann habe ich mir das bei der Mercerie bestellt. Das bedeutet, dieses Garn ist auch von mir gekauft und nicht nur gesponsert. Also das nur zur Transparenz. Und ja, ich freue mich drauf. Schauen wir mal, was draus wird. Und hoffentlich vielleicht auch pünktlich zur H&H fertig. Ich werde mich bemühen. Ja, zum Thema H&H möchte ich noch was sagen. Wer es noch nicht weiß, das ist eine Fachmesse in Köln. Die findet nächstes Wochenende statt, vom 20. bis zum 22. März. Fachmesse bedeutet die ganzen, ich meine weltweit, die ganzen Hersteller von Garnen, aber auch von Stoffen, alles was zum Stricken, Nähen, Häkeln dazugehört, ähm, zum Thema Handarbeit. Also alles wird da vor Ort ausstellen und ja, da kann man entweder als Gewerbetreibender hin oder halt eben, wenn ihr ähm, Strickfluencer seid, also Influencer, dann werdet ihr auch eingeladen von diversen Firmen. Ich wurde eingeladen von Kremke, von Pasquali und von Rico Design. Da freue ich mich drauf. Ich habe gesehen, dass Prue Yarns aber auch da ausstellen will. Da bin ich auch mal gespannt. Hoffentlich finde ich sie. Würde ich auch mal gern vorbeischauen. Und dann habe ich noch gesehen, dass eine Firma, der ich schon länger folge, die traditionell Webbänder herstellt, eine alteingesessene deutsche Firma, die hoffe ich auch dort zu sehen und vielleicht das ein oder andere Produkt von denen vor Ort mir anzuschauen, weil ich immer wieder versucht bin, Bänder zu bestellen, mich aber nicht entscheiden kann, welche ich gut finde. Ja.
werden wir sehen, was wir so alles für euch entdecken, auch für uns. Wir bedeutet mein Sohn und ich, also David und ich. Wir sind hier ähm, oft ein Zweierteam. Auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, ist er meist im Hintergrund mit mir an meinem Kanal arbeiten und an den ähm, diversen Sachen, an denen ich hier so arbeite, also mit mir zusammen. Ja, genau. Also wir arbeiten hier oft gemeinsam an diesem Kanal und an dem Content. Und weil das so ist, folgt jetzt hier auch gleich beauftragte Werbung. Ähm, wer das nicht möchte, kann die nächsten 2, 3 Minuten vorspulen. Ansonsten, wir sind von dem Produkt überzeugt und wir machen genau deswegen sehr gerne Werbung dafür. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. David, kannst du mir mal ganz kurz helfen, bitte? Was gibt's? Probleme beim Programm, wie immer. Ja, auf was sitzt du da? Meinst du das hier? Ja, Das ist der neue Stuhl von Flexispot, dem Sponsor von unserem heutigen Video. darf ich auch mal testen? Klar? Hier seht ihr den neuen Stuhl von Flexispot aus einem tollen weichen PU-Leder und einer super soften Polsterung. Das PU-Leder könnt ihr ganz einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Es ist sehr pflegeleicht. Der Stuhl verfügt über eine 165-Grad-Neigung, welche über eine einfache Steuerung einzurichten ist. So könnt ihr auch mal ein Nickerchen machen oder mal entspannen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht beim Arbeiten mal 5 Minuten Pause. Oder aber ihr stellt euch den Stuhl in die jeweiligen 4 verschiedenen Positionen ein, von denen ihr wählen könnt, welche euch am besten zusagen. Der Stuhl ist also nicht nur für zum Arbeiten gut, sondern auch mal, um schöne, entspannte Minuten zu verbringen, vielleicht mit Musik oder einem Hörbuch. Also er ist sehr bequem und weich. Ja, und sogar wenn ihr euren Beinen ein paar Minuten der Entspannung gönnen möchtet, dann könnt ihr mit dieser Fußstütze auch bequem eure Beine mal hochlegen. Also insgesamt ist der Stuhl von Preis-Leistung top und sogar große Menschen haben in diesem Stuhl ganz bequem Platz und können so ihre Arbeits- oder Hobbystunden bequem drin verbringen. An dieser Stelle vielen Dank an Flexispot für das Bereitstellen dieses tollen Produkts und den Link findet ihr dazu unten in der Infobox. Ja, und da ich aktuell so blaulastig bin, möchte ich auch mein nächstes Projekt, mein VIP, euch vorstellen. Und zwar ist es der Thea Scarf von Alex Strickt. Sie hat hier auf YouTube einen Kanal, kennt ihr alle bestimmt. Und sie hat zum Teststrick aufgerufen und ich habe dieses Smoke Design gesehen und mich gemeldet und wurde auch genommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Sie hat ebenfalls das neue Garn von Kremke zugesendet bekommen und das hat sie dann in ihrem Design verwendet. Die Kit Cotton Mohair also. Ich habe mir das aber nicht kaufen wollen, weil ich aus meinem Stash was nutzen wollte. In dem Fall hatte ich da die Tin Silk Mohair in der Farbe 6012 in diesem hellblau und zusammengehalten mit der Manada von Pasquali und das ist die Farbe 216. Die beiden zusammen ergeben dann wieder dieses schöne, na so rum, dieses schöne hellblau. Gestrickt wird es mit, ich glaube 4 Millimeter sind es jetzt Nadeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das 4er oder 4,5er sind. Das Muster ist eingängig, die Anleitung ist verständlich, die ist super aufgebaut und bestimmt demnächst auf Ravelry erhältlich. Einige in der Teststrickgruppe sind schon fertig und ich hoffe, meins auch in 2, 3 Tagen fertig zu haben. Und ebenfalls hoffe ich es hier zum Cardigan tragen zu können bald. Und ja, schaut vorbei bei der lieben Alex. Ich verlinke sie euch unten. Ähm, Es gibt auch noch eine große Version. Auf jeden Fall ein hübsches Design. Eins möchte ich noch sagen, was die Weichheit angeht.
Die Tyn Silk Mohair, die ist in der Mischung Seide, Mohair und Schurwolle und sie juckt und kratzt. Ich kann sie tragen. Wie gesagt, ich bin da recht abgehärtet, aber die würde ich niemand Empfindliches empfehlen. Während die Manada ein weiches Garn ist, das ist eine Mohair, Seiden, Jack und Merino-Mischung. Die Haare sind auch minimal, also wer auch das Haarige nicht so mag, es hat ja auch hier dieses, man sieht ja auch, das ist nicht so, ja, das ist sehr kurzhaarig und auch wie das Brushed Alpaca hat es so einen leichten, gebürsteten, das Garn hat so eine gebürstete Optik und nicht so die haarige Optik. Also die Manada würde ich empfehlen für empfindliche Menschen, aber für die Thin Silk Mohair nicht. Ja, das an dieser Stelle zu den Garnen. Ja, und dann noch eine Sache. Ich hatte zu meiner Knit My UFO Verlosung ein Sockenwollknäuel bekommen von der lieben Renate, die das Backnanger Wollfest organisiert und das Wollfugium betreibt. Und zwar stand auf dem Sockenwollknäuel Sockenweltrekord. Und ich hatte irgendwie nebenher gelesen, dass beim Fresh Verlag, dass es da wohl einen Weltrekordversuch gibt, mich genau damit aber nicht befasst und auch keine Info dazu gehabt. Aber einige von euch haben mich gebeten, mich dazu zu informieren und das doch hier mitzuteilen. Und zwar die längste Sockenleine der Welt. Die Buchhändlerin Miriam Kahannes, Veronika Huck, Susanne Oswald und ihr Mann Bernd Oswald wollen den aktuellen Rekord von 35.500 selbstgestrickten Socken an einer Wäscheleine knacken. Susanne Oswald kennt ihr vielleicht von ihren Büchern. Hier der kleine Strickladen in den Highlands. Soulwool bzw. Kremke, nee, Soulwool macht immer mal wieder Sondereditionen ihrer Garne zu diesem Thema. Und ich habe gesehen, dass die auch einer der Sponsoren sind, beziehungsweise Kremke von diesem Rekordversuch. Der gemeinsame Anstrick wird stattfinden beim Swissian Festival dieses Jahr. Ihr könnt natürlich ab jetzt schon stricken, aber das Festival findet am Wochenende, Moment, ich muss mal schauen, wann genau, vom 27. bis zum 29. März statt. Da wird dann der offizielle Anstrick sein und was genau wie gestrickt werden kann oder ob es Vorgaben gibt, das, wie gesagt, ich werde euch das unten verlinken. Aber auf jeden Fall soll die 36.000 Marke geknackt werden und Zeit ist bis zum nächsten Swissian Festival, also bis 2027. Wo genau die Strümpfe dann gesammelt werden, das wird noch bekannt gegeben. Also die Anlaufstellen, die werden noch öffentlich gemacht. Ich habe aber Kremke angefragt und gesagt, hier kann ich denn was verlosen. Und hier habe ich diese zwei Knäule zugeschickt bekommen. In diesem tollen Grün und Orange. Das ist Fingering Garn. Einmal Warm Orange in 408 und einmal Spring Green in 414. 400, klassische 400 Meter auf, nee, 420 Meter auf 100 Gramm. Anderthalb Paar kann man aus einem Knäuel stricken. Ich glaube, die gängige Größe, die gesammelt wird, sind Größe 40 oder auch gerne größer. Denn kleinere Socken passen weniger Menschen, aber die großen Socken passen vielen. Und ich würde aber diese zwei Knäuel gerne zusammen verlosen, denn auf einem Bein kann man ja schlecht stehen. Und ich finde auch, so hätte man ein Paar, was man für sich behalten kann und zwei Paar vielleicht, die man dann dem Rekord spenden könnte. Also, wenn ihr mitmachen wollt, beziehungsweise hier diese zwei Knäule gewinnen wollt, dann kommentiert Weltrekord Socken als ein Wort. Ich schreibe es hier unten rein. Der Comment Picker, also der Zufallsgenerator, wird dann eine von euch als Gewinnerin ziehen und ihr oder sie erhält
dann eben diese 2 Knäuel. Würde mich freuen, wenn ich vielleicht per E-Mail oder Instagram Bilder sehen könnte, was denn daraus Schönes gemacht wurde. Also, danke an Kremke für die Spende. Die Verlosung findet allein über mich statt. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wie gesagt, eine von euch kann beide Wollknäule erhalten. Und ja, Kommentar ist, wie gesagt, Weltrekord Socken. Unten in die Infobox. Ich würde mich auch über ein Abo freuen, über ein Like, Kommentar sowieso, über ein Hype. Alles das unterstützt meinen Kanal und macht, dass auf jeden Fall YouTube mich anderen vorschlägt und zeigt, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und für diejenige freue ich mich, die das gewinnen wird. Ähm, Kommentar Schluss wird sein. Ich schaue mal, was haben wir für ein Datum aktuell. Der 14. Kommentarschluss wird sein der 22. März. Das ist ein Sonntag, der nächste Sonntag. Und dann werde ich bekannt geben, wer gewonnen hat. Also schaut bitte auch vorbei, wenn ihr mitmacht, weil das auch oft passiert, dass die Leute mitmachen, aber dann nicht sehen, dass sie gewonnen haben. Ja? Also 22. März ist Stichtag und tolle Wolle und tolle Aktion. Ich werde auf jeden Fall auch ein paar dafür stricken. Das habe ich mir vorgenommen. Dann möchte ich euch hier jetzt ein Buch vorstellen, und zwar vom Stiebner Verlag oder erschienen im Stiebner Verlag. Stricken lernen von den Basics bis Brioche. Autorin ist die Anna Pantelos und Stricken lernen im Quadrat, sagt sie. Das heißt also, wenn ihr bei Kapitel 1 anfangt und beim letzten Kapitel aufhört, habt ihr am Ende die Möglichkeit, euch eine Decke zu erstricken und gleichzeitig aber Techniken zu erlernen. Diese Techniken erklärt sie Kapitel für Kapitel. Und das fand ich sehr spannend. Das Buch ist ein Softcover, kostet 22 Euro. Und ich finde, dass auf jeden Fall das sehr gut erarbeitet ist, sehr gut zu sehen ist und zu verstehen ist. Und ich dachte, da ich ja gesagt habe, ich habe vor, eine Decke zu stricken, dass vielleicht das ein oder andere noch dabei ist, was ich selbst noch nicht kann oder gelernt habe. Und verkehrt ist es nicht. Ja, auf jeden Fall immer gut, sowas in der eigenen Hausbibliothek zu haben, denn ich finde auch gerade Reste lassen sich schön mit solchen Ideen verstricken. So kleine Quadrate, die kann man dann schön sammeln und am Ende hat man was Schönes. Das ist mal das eine Buch. Und das andere Buch, was ich noch angefragt habe, ist 366 wunderschöne Häkelmuster. Die Autorin ist Nihon Woksha, übersetzt von Christine Heinzius. Und eine Bibliothek mit verschiedenen Häkelmustern ist auch nie verkehrt, wie ich finde. Gerade im Sommer ist bei mir immer Häkelzeit. Oder ich finde halt auch, wenn man Reste hat, dann kann man die auch immer sehr schön verarbeiten. Und was ich gut finde, ist halt an dem Buch, es hat auch verschiedene Ideen, was denn am Ende aus den verschiedenen ähm, Häkelideen werden kann. Und mir hat auch gefallen, zum Beispiel, na, Moment, der Bolero oder auch das Shirt. Auch Softcover, gerade frisch erschienen, ist absolut, finde ich, eine Empfehlung wert. Und vielen Dank an den Stiebner Verlag für diese beiden Bücher. Beides Rezensionsexemplare wurden mir gestellt und ich freue mich drüber und ja, von mir eine Empfehlung. Ja, jetzt gehen wir doch mal zum Thema Garn über, was denn hier noch so eingezogen ist. Und tatsächlich war das eher ein ungeplanter Einzug, beziehungsweise das eine hatte ich ja schon da.
ja, Dominoeffekt. Also fangen wir mal mit dem Garn an. Das ist Merino-Seide in diesem schönen äh, ja, Eisblau, würde ich es nennen. Frühlingsblau. Hat die Marie von Mabel Knitting gefärbt. Sie hat, habt ihr bestimmt schon auf Instagram gesehen, gezeigt, dass sie eine Frühjahrspalette entwickelt hat für ihr neues Design. Marie schlagt mich tot, ich weiß den Namen nicht. Ich werde ihn unten einblenden. Bin ja ganz schlimm mit Namen. Aber ihre Frühlingspalette ist unheimlich schön. Da ist ein Mintgrün dabei, da ist ein Koralle dabei, also so ein Peach, da ist ein Pink, ein Zitronengelb, ein Flieder und unter anderem dieses Blau. Und ja, da waren ganz kleine ähm, Farbsprenkel drauf. Und Marie hat gefragt, ob die jemand haben möchte, also sprich von unserer Strickgruppe. Wir haben so eine interne Gruppe und ja, ich wollte die auf jeden Fall haben und Merino-Seide kenne ich, hat sie mir verkauft, bin ich auch total happy drüber. Was ich genau daraus stricke, weiß ich noch nicht, ob es das neue Design wird, also das neue Shirt-Design von der Marie oder ob es vielleicht ein Angel Tee wird. Mal sehen. Also auf jeden Fall schaut bei ihr vorbei. Sie hat ganz wunderbare Farben und sie möchte für ihre Teststricker, ihre zukünftigen, ein kleines Dankeschön auf diese Weise weitergeben und so Garne, die also die gleiche Qualität haben wie von den Handfärbern. Das ist ja Chesterbol und die möchte sie einfach zu günstigeren Preisen an ihre Teststricker weitergeben. Schaut also, wie gesagt, gern vorbei. Vielleicht ist ja die ein oder andere von euch interessiert, für sie Test zu stricken oder strickt auch schon Test. Es lohnt sich. Also ich freue mich über diese zwei Schätzchen. Aber apropos Färben, dann hat sie mich erinnert, dass ich ja auch Garn färben wollte. Und ich habe mir hier dieses Gelb gefärbt. Ich habe einiges ungefärbtes Garn bei mir im Stash. Die Farbe, die ich hier aber genutzt habe, ist keine klassische Wollfarbe, sondern eine Seidenfarbe, so eine französische. Ich habe Seidentücher früher bemalt und verkauft. Also ich habe schon einiges gemacht. Und da noch einige Farben da. Wollte eigentlich ein helles Gelb färben, jetzt ist es aber so ein kräftiges Gelb geworden. Bin ich auch jetzt gar nicht traurig drum. Mohair, was soll es anderes sein? Und mal schauen, was es denn wird. Ich bin froh und habe dann mir noch violett gefärbt und da nur diese zwei Stränge. Wollte einfach mal testen. Die Farbe finde ich auch gut. Angedacht war sie aber noch kräftiger und dunkler. Ist aber nicht so schlimm. Das ist auch eine meiner Farben. Also das ist Maries Schuld, dass jetzt noch mehr Garn hier eingezogen ist. Ich hatte in Kassel letztes Jahr die Webetante, wie heißt interviewen wollen. Zeit hat nicht gereicht. Ich bin aber mit ihr in Kontakt geblieben. Und als ich gesehen habe, dass Marie bei ihr auch Farben bestellt hat, habe ich nochmal Webetante angeschrieben, habe gesagt, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, ein Live zu machen? Und sie hat zugesagt, also habe ich dann gleich Marie angestupst und habe gesagt, hier wollen wir nicht zu dritt das Live machen. Auch sie hat zugesagt. Ein Termin steht noch nicht fest, aber möglichst bald. Das heißt, bald irgendwann ab April könnt ihr damit rechnen, dass wir zum Thema Wolle färben, Farbe auf jeden Fall ein Live machen werden. Ja, und weitere Lives sind auf jeden Fall auch schon geplant. Das werde ich euch dann in der nächsten Folge mitteilen, wie die Daten ausschauen und so weiter und welche Lives mit wem. Und auch zwei weitere Calls habe ich noch vor. Das möchte ich auch in der nächsten Folge kommunizieren. Der eine Call wird der beste Reste-Call sein und der zweite Call wird ein Nordic Knits Call sein. Beste Reste. Oh, jetzt macht sich hier was
selbstständig. Beste Reste heißt, wie der Name schon sagt, aus unseren Garnresten möglichst was Schönes zaubern. Und Nordic Knits wird inkludieren, also alle möglichen nordischen Strickmuster, aber auch Weihnachtspullover. Also das alles soll mit in dem Thema mit drin sein. Den Nordic Knits würde ich ganz gern bis kurz vor Weihnachten laufen lassen und den anderen Kall mal sehen bis vielleicht Ende August. Und dann schauen wir mal. Also da hätte ich auf jeden Fall Lust und denke, dass ich das in der nächsten Episode dann auf jeden Fall euch mitteilen werde, wann denn beide Calls starten sollen. Und wer Lust hat, kann ja dann mich auf Instagram anschreiben und sich dann in die entsprechenden Gruppen eintragen lassen. Und bevor ich jetzt hier noch zeige, was denn alles für die Knit My UFO Gruppe noch angekommen ist an Preisen, zeige ich euch meinen Fortschritt noch von meinem letzten WIP. Und zwar der Kiss from a Rose Shawl in dem Chili Rot von Zauberkunstgarne. Das ist die BFL Kaschmir und die verstricke ich zum ersten Mal und muss sagen, lässt sich super verstricken. Also hier in dem Fall doppelfädig, aber geht ganz toll von den Nadeln. Bin gespannt, wenn das gewaschen und geblockt ist, wie sich das zeigt, wie sich das Lace-Muster öffnet. Aber bin begeistert. Tolles Garn. Ist mein erstes Mal. Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Mehr darüber das nächste Mal. Kaufanleitung auf Ravelry findet ihr bei mir. Und ja, macht mir auf jeden Fall viel Spaß. So, und jetzt zeige ich, was hier sonst noch so alles angekommen ist. Fange aber auch gleich mit einem Ding an, was ich das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen. Und zwar bei Knit Design bei YM. So sieht das Logo aus und so findet ihr sie auch auf Instagram, die liebe Yvonne. Wie immer verlinke ich das unten. Sie hat für euch in ihrem Shop mit Groß Nana 15, also 15% eingerichtet als Rabatt bis zum 30.06. Also für alle die mal im Shop vorbeischauen wollen und mal neues Garn testen wollen oder neue Färberin. Also bis zum 30.06. erhaltet ihr auf ihr ganzen Shop 15% mit Groß Nana 15. Vielen Dank an Yvonne an dieser Stelle und auch vielen Dank an für die Spende. Und jetzt zeige ich euch die anderen Produkte. Dann hat mir die Christiane von Lies Minitz ebenfalls ein Päckchen geschickt und sie spendet ihre Trekkingwolle und zwar das Putti-Set. Das sind 2 Stränge in dieser Farbe für für diese Socken. Die Anleitung, Christiane schreibt da auch Anleitungen alleine und die findet ihr auch auf Ravelry. Und hier habt ihr zweimal 210 Meter, a 50 Gramm. Das bedeutet, ein paar Socken kommen da auf jeden Fall raus in einem schönen hellen blauen Ton und in diesem cremebraun, ja, helles Karamell. Vielen Dank an Christiane. Das zweite, was sie noch mit eingepackt hat, ist auch sehr edel, ist das hier. Zweimal die Silver Whisper als 50 Gramm Strang. Normalerweise hat sie die 100 Gramm Stränge. Und hier ist die Socks-Qualität in der Farbe Clematis und die Silver Vista in der Farbe Violetta. Das zusammen gibt garantiert ein wunderschönes Tuch, deswegen verlose ich es auch zusammen. Die Färbung ist toll von dem Socksstrang. Das ist super weich. 19,5 Mikron. Also total klasse. Vielen, vielen Dank, Christiane. Und wie gesagt, bei ihr kriegt ihr normalerweise ihre Silver Whisper Qualität nicht auf den 50 Gramm Strängen wie bei vielen anderen Handfärbern, sondern eben als 100 Gramm und dementsprechend für wenige Euro mehr, 2, 3 Euro habt ihr doppelt so viel Wolle. Also schaut auch immer bei den Metern
Überhaupt schaut immer, wenn ihr handgefärbtes Garn kauft, nicht auf den Preis, sondern auf die Meter und auf die Qualität. Nur so könnt ihr verschiedene Garne miteinander vergleichen. Also nicht immer ist der Preis ausschlaggebend, ob die Wolle so viel teurer ist, wie ihr eben bei der Konkurrenz gesehen habt. Konkurrenz meine ich nicht andere Handfärber nur, sondern auch Fabrikgarne. Also manchmal ist Mohair zum Beispiel 13, 14 Euro für 25 Gramm. Und wenn ihr bei den Handfärbern dann eben 25 Euro bezahlt, dann erhaltet ihr 50 Gramm, also das Doppelte. Im Endeffekt seid ihr preislich gar nicht weit von dem Fabrikgarn dann entfernt. Also vielen Dank, Christiane, auch für diese Spende. Ich hatte mir bei Christiane die Konfetti in the Snow sechsfach Sockenwolle bestellt. Fand ich einfach klasse, habe ich gesehen. Hat sie auf Instagram in einem Reel gezeigt. Ich bin total verrückt gerade nach sechsfach Sockenwolle. 390 Meter auf 150 Gramm habe ich hier. Toll. Und dann habe ich mir noch 2 Stränge der Merci in der Farbe Cloud Dancer bestellt. Das ist ihre Interpretation des Cloud Dancer Tons und ich wollte das unbedingt sehen, fand ich auch cool auf Instagram. Und dieser Farbton passt zu meinem Eva Cardigan. Den zeige ich euch das nächste Mal. Den stricke ich ja aus der Beara, aus Hey Mama Wolf Qualität. Und da würde das sehr gut als ein Shirt drunter passen. Ist jetzt einfach eine Theorie, war nicht so gedacht, aber passt zufälligerweise. Ja, ich merke, dass meine Stimme langsam nicht mehr mitmachen will. An dieser Stelle muss ich jetzt leider aufhören. Es sind noch einige Preise hier angekommen, die werde ich euch im nächsten Video zeigen, dass ich zeitnah aufnehmen werde. Denn wie gesagt, ich schaffe es trotz Bonbon hier langsam nicht mehr weiter. Seht es mir nach. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem das ein oder andere Interessante zu sehen. Abschließend möchte ich noch was sagen. Ist mir die letzten Tage wieder aufgefallen. Das Weltgeschehen drückt auf unser aller Gemüt, nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf den Geldbeutel. Heißt also, wir werden uns gezwungenermaßen ich sage jetzt mal, den Gürtel etwas enger schnallen, beziehungsweise bedachter kaufen. Zum Bedacht kaufen, da werde ich das nächste Mal näher eingehen, und zwar zum Thema Redesign. Das hatte ich schon auf Instagram gepostet. Ich schaffe es heute nicht darüber zu reden, aber ich werde mir das fürs nächste Video aufheben. Aber auf jeden Fall möchte ich sagen, was zum Thema Garn, natürlich werden die eine oder die andere mehr auf ihren Stash oder aus ihrem Stash stricken, was ja auch legitim ist. Dafür ist er ja da, statt vielleicht einfach unbedacht Garn zu kaufen. Aber wenn ihr Garn kauft, unterstützt ihr ja auch jemand mit. Trotzdem sollt ihr ja in erster Linie auch auf euch achten. Heißt, ihr habt ja die Möglichkeit, ungefärbt die Garne günstiger zu kaufen als wie in manch einem Shop. Müsst ihr halt miteinander vergleichen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Schaut auf die Qualität, schaut auf die Meter und dann schaut, ob ihr das ungefärbte Garn halt eben statt in eurem Lieblingsshop woanders kauft, weil sich das dann schon auf die Endsumme bemerkbar macht. Das zweite, was ist, ja, ich finde, im Moment zeichnet sich auch in der Strickszene so ein bisschen was ab, dass viel gejammert wird und viel gemeckert wird, aber auch übereinander und gegeneinander. Ich finde, das ist nicht hilfreich, und vor allem die wirtschaftliche Lage ist sowieso für alle ungewiss und nicht nur für einzelne Personen, aber auch die einzelnen Personen helfen sich nicht damit, wenn sie eben unnötig Wellen schlagen, sage ich jetzt mal, aber auch andere, die dann meinen, die müssten zurückschlagen. Ja,
wer das auf Instagram verfolgt hat, der weiß, wovon ich rede, beziehungsweise es geht hier auch nicht von der Momentsituation, sondern sowas zeichnet sich schon seit, finde ich, letzten Jahr ab, dass in der Strick-Community, unter den Firmen und Handfärbern der Konkurrenzkampf immer größer wird. Aber wie mein Wirtschaftslehrer gesagt hat, nach jedem Hoch kommt ein Tief und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Der Markt bereinigt sich selbst und was am wichtigsten ist, ein Minimax-Prinzip funktioniert nicht. Das heißt also, auch der minimale Einsatz und ein maximaler Erfolg wird nicht funktionieren und auch umgekehrt nicht. Ähm, Jeder, der ein Gewerbe betreibt, muss in sich gehen und sich fragen, was er denn repräsentieren will und was seine Ziele sein sollen und wo er denn vielleicht Kosten sparen kann, die nicht nur ihm helfen, sondern auch uns Kunden. Denn ganz ehrlich, ich habe Garn gekriegt von den Wollmühlen und das Garn ist sauber. Es braucht mir niemand das Garn vorwaschen. Das gleiche gilt auch für irgendwelche fancy bedruckten Karten oder Seidenpapiere oder Banderolen. Spart euch doch die Kosten, reduziert doch das Ganze aufs Wesentliche, aufs Logo, auf den Inhalt. Spart Papier und Drucke, wo ihr könnt. Ja, also ich denke, die Kunden werden es euch danken und im Endeffekt alles, was im Müll landet, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ich denke einfach, wir sollten, statt uns gegenseitig aufzuhetzen, einfach die Ruhe bewahren. Es ist alles sowieso schon schwer genug. Achtet auf euch, achtet auf eure Umgebung, achtet auf eure Familien und Freunde und wer denn vielleicht Hilfe braucht. Aber macht die Situation nicht noch schwieriger, als wie sie sind. Damit wollte ich jetzt abschließen. Ich bedanke mich heute fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.